Hallo, habt ihr uns gefunden in dem schönen neuen Heim? Ich bin die Heidi und die Coco. Ich bin der Andreas und der Karl und die Digi. Kommt rein, lasst euch überraschen. Hier in dem Haus gibt es was ganz Besonderes, weil es erzählt ganz viele Geschichten. Es ist bestimmt auch ganz viel schon passiert in diesem Haus. Wir gehen erstmal ins Wohnzimmer. So sieht es bei uns aus. Unser Esstisch, ein alter Jahrhunderttisch aus der Jahrhundertwende. Von meiner Oma ist der noch, die war Näherin und hat da ihre Stoffe zugeschnitten. Deswegen sind da lauter kleine Einstiche von den Nadeln drin. In der Ecke haben wir noch eine Zapfsäule. Die habe ich geschenkt gekriegt von einem Freund von mir. Der hat damals eine Leimfabrik gehabt und die ist abgerissen worden. Und die hatten ihre eigene Tankstelle und dann hat er die nicht mehr gebraucht und hat sie mir geschenkt. Die Lampen sind aus einer Industrieproduktion gewesen, aus einer Industriehalle. Eine Arbeit von mir, die ist aber schon ziemlich alt, die ist schon über 30 Jahre alt. Das war so, fing es an mit den Delfinen, das war so der Meeresanfang. Andreas ist der Künstler im Bereich der Gestaltung und ich mache den kleinen Feinschliff mit Blumen, mit ein paar Accessoires, bringe so ein bisschen Gemütlichkeit und Lebendigkeit ins Haus. Eine Qualle, die mit Meeresmüll befüllt ist, damit so ein bisschen hingewiesen wird, wie schön die Natur ist, trotz uns. Dann haben wir hier die Decke noch, die war abgehängt, weil früher war das eine alte Werkstatt, wo Rollladen repariert wurden. Und ich habe dann eigentlich nur entkernt, ich habe nur die Decke rausgerissen. Das Haus war von Anfang an in Familienbesitz, das hat mein Opa gekauft. Dann habe ich das einen Teil vor ungefähr 12 Jahren mit meiner damaligen Partnerin gekauft. Und so sind wir dann dazugekommen und haben das halt so nach und nach ausgebaut alles. Tja, und das ist mein Bereich hier. Da haben wir unsere Gäste, die sitzen meistens hier abends mit uns zusammen, wenn ich ein paar Sachen vorbereite und koche. Und das ist eigentlich so unser Meeting Point. Und da ist eigentlich unser komplettes Leben. Also unser Geheimnis ist eigentlich das perfekte Chaos, was man nicht erkennt. Deswegen gibt es ja den hinteren Raum, dass man sagen kann, alles, was dann komisch aussieht, fliegt in den hinteren Raum. So haben wir eigentlich so den perfekten Deal sieht's immer mit sauber aus. uns beiden, dass wir vorne einfach alles sauber haben, auch wenn wir wirklich viel gearbeitet haben und viele Leute da. Und dann haben wir immer, weil wir dann doch Perfektionist sind in unserer Art und so haben wir so fühlen wir uns einfach wohl. Das ist eigentlich das, was jeder bräuchte. Wie viel Glück. Das Wichtigste im Haus, Weil eine Kammer, wo man alles reinschmeißen kann. Von der Rumpelkammer geht es dann weiter ins Arbeitszimmer. Sozusagen. Das war früher alles Atelier. Das ist unser Schlafzimmer. Die Tapete habe ich mit einer Freundin hier hingebastelt. Die ist zwar nicht in Perfektion. Deswegen ist der Strahler an die Decke gerichtet, damit man die Falten nicht sieht. Blumen sind halt also ein bisschen wie wenn du jetzt Kunst an der Wand hängen hast. Und wenn du gute Kunst irgendwo im Raum hast, verändert sich was. Unbewusst, man merkt es als manchmal gar nicht, sondern unbewusst wird der Raum besser, wird schöner, wird angenehmer. Die Schränke ist alles ein bisschen selbst eingebaut. Die sind aber eigentlich nur so zusammengenagelt, weil das ist nur, damit man den Rest nicht mehr sieht. Und jetzt sind die Klamotten drin, früher waren die Farben drin. Auf jeden Fall bringe ich meine Kleider alle unter. Das ist schon mal die Hauptsache. Sie hat 4 Schränke, ich habe 2. Gar nicht wahr. Unser Nachwuchs liegt auch schon in ihren Bettchen. Aber nachts hat man definitiv Gesellschaft. Also nachts liegen wir dann doch zu mehreren im Bettchen. Tja,
mit einem kreativen Menschen zusammen sein, ist auch eine große Herausforderung. Aber wir haben uns kennengelernt und das ist einfach ein geniales Match. Wir zwei sind einfach ein gutes Team. Hat sie recht. So, wir gehen jetzt mal ins ehemalige Atelier oder das, was noch übrig ist vom Atelier. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist ein Teil des Eingangsbereichs. Da hängt eine Arbeit von mir. Das Bügeleisen ist von einem Freund von mir. Der ist leider verstorben. Der hat damals so Think-Big-Objekte gekauft. Und da war eins davon war das Bügeleisen. Das habe ich ihm dann abgekauft. Das habe ich jetzt ausgebaut als Atelier. Wenn Partys sind, kann man hier ein bisschen flippern. Das ist ein alter Flipper, den habe ich auch mal von jemandem geschenkt bekommen. Und das sind weitere Arbeiten von mir, also wie gesagt wieder eine Qualle, die mit Meeresmüll befüllt ist. Und dann noch der Delfin, der auch mit Meeresmüll befüllt ist. Der geht wahrscheinlich noch dieses Jahr nach Amerika, nach Naples in Florida, in eine Galerie. Also meine Lieblingskunst momentan sind die Quallen. Die sind grazil, die sind gut, Lieblingsobjekt gibt es nicht. Es gibt Bilder, die mag ich, es gibt Bilder, die mag ich nicht. Es ist schwierig, ein Lieblingsbild zu finden. Ich würde sie alle am liebsten behalten. Das Zerfallene war absichtlich gelassen worden. Dass es der morbide Charakter erhalten bleibt. Das war mir ganz wichtig, dass nicht alles perfekt aussieht. Die Ruine in Neuenheim. Ja, so ungefähr. Meine Bank sagt eine Ruine. Es knackst, es knirscht, es ist auch nicht perfekt aufgeräumt und sauber. So, jetzt zeigen wir euch mal, was das Hinterhaus ein bisschen besonders macht. Und dann müssen wir die Treppe hochgehen dafür. Dann geht mal mit. So, jetzt sind wir hier im Highlight von Neuenheim, sage ich mal. Das ist der ehemalige Tanzsaal. Gute Atmosphäre, Ja. der Raum, wenn man reinkommt. Ja. Ist irgendwas in der Luft oder noch, man spürt die Geschichte. Und deswegen ist es was ganz Besonderes, finde ich. Hier oben saß die Kapelle. Leider ist es nicht mehr da. Leider ist es nicht mehr da. Der Balkon. Und das muss irre gewesen sein. Das ganze Gebäude war das Gasthaus der Rose um 1840 rum. Und hier waren Durchgänge. Und man ist von dem Vorderhaus, von dem Gasthaus hier reingelaufen zum Tanzen. Und dann ist es in Familienbesitz übergegangen und hier war eine komplette Zwischendecke eingezogen, so in 3 Meter Höhe. Und dann war alles, was oben drauf war, natürlich Lagerfläche und vergessen. Und dadurch ist dann die Decke und alles so ein bisschen kaputt gegangen. Ja, ihr seid ja jetzt bei Regen da und merkt man ja, dass es ab und zu mal irgendwo tropft. Also als nächstes muss das Dach gemacht sein, weil das muss halt komplett dicht sein, sonst geht alles kaputt. Und da feiern wir natürlich ganz tolle Feste mit allen Freunden, machen kleine Partys, essen gemeinsam hier oben, was wir auch für die Zukunft vorhaben.
dass wir diesen Raum einfach auch wieder beleben und Spaß haben, Ja, dass das man das soll- einfach auch wieder in Erinnerung bringen, was hier in Neuenheim für ein Schmuckstück ist. Dann zeige ich euch mal unser Badezimmer, was morgens immer sehr spannend ist, weil es ist hier eiskalt, aber es hält frisch. Eine Freundin, die kam komplett empört zu mir und meinte, warum hast du in diesem Haus keinen Spiegel? Das ist ja Wahnsinn, das geht ja überhaupt gar nicht. Aber irgendwie kann man damit leben. Es war ein Männerhaushalt vorher und daher geht es auch mit dem kleinen Spiegel, der hinter euch ist. Ich finde die Form einfach schön. Ich wollte eigentlich hier noch das Schlafzimmer hinbauen, aber nur so ein ganz, auch rund, auf Rollen. Und mit so einem aus Eisen, so ein Eisenrondell quasi und mit ganz schwerem Velour-Samt abhängen. Und man hätte es jetzt dann in jede Ecke schieben können, wenn man gewollt hätte. Aber das nimmt dann zu viel Platz weg für das, was wir vorhaben. Das Schöne ist, dass halt da immer wieder was zu machen ist. Es wird nie langweilig. Man kann immer was verändern, man ist nicht gebunden, sondern man hat immer wieder einen neuen Ansatz, irgendwas zu verändern. Deswegen ist das Schöne, so ein altes Haus zu besitzen. Komm, schnuckel die schon ein bisschen leer. Wir hoffen, die Roomtour durch unser Zuhause hat euch Spaß gemacht und ihr seid etwas inspiriert worden. Und tschüss. Wir wünschen euch noch alles Liebe. Oh, Tschüss. Ich kann nicht. Tschüss, aber Das war okay eben. das ist also, geil. Wir hoffen, dass euch die Roomtour durch unser Zuhause Spaß gemacht hat und dass ihr dadurch inspiriert wurdet. Und wenn ihr weitere schöne Wohnungen sehen wollt, dann Klickt hier oder abonniert den Kanal. tschüss. So, war das jetzt? Das war's jetzt. Geht's.